Freunde, es ist wieder soweit. Es geht endlich wieder auf Reise. Freiheit und Abenteuer warten auf uns und die Motorräder. Uns, damit meine ich meinen Freund Julian. Willst du mit oder nicht? Auf jeden Fall. Und ich. Und wir werden mit der Tenere und mit der Afrika Twin auf Reise gehen. Es geht, nach Spananananananien. Yes, ich freue mich voll. Spektakuläres. Spontanes Spanien. Caro, das ist Quatsch. Hältst du die noch? Ja. It was really hard, you will see. Jetzt simulierst du aber gleich ein bisschen. Hier oben wird es nochmal tricky. Hier ist keine Sau um uns herum. Ist einfach nichts. Und niemand fällt hier in den Scheiß hier rein. Du hast kaum Ausweichmöglichkeiten. Du kannst ja auch nicht wenden und nix. Krasse Strecke, ey. Mega. Yes. Laune ist ein bisschen am Tiefpunkt, muss ich sagen. Radlager ebenfalls. Julians Vorderreifen dito. Es ist der 30. April, morgen ist 1. Mai, die ersten machen ihre Mai-Touren, wir machen unsere Tour erstmal jetzt nach Frankreich. Dafür ziehen wir uns jetzt noch die Motorradklamotten an, Helm, Schuhe, Müll rausbringen und dann sind wir soweit. Ab geht die Fahrt. Es geht jetzt erstmal, ich glaube heute 600 Kilometer nach Darney in Frankreich. Kilometerstand beträgt beim Losfahren 181.633. Ihr wisst ja, die 10.000 ohne Tachoschnecke. Ein Schlafplatz ist uns für heute Nacht in Frankreich bereits sicher, denn die Zieladresse ist das Haus von Juliens Eltern, die sich freuen, ihren Sohn mal wieder zu sehen. Das wird jedoch nur ein kurzer Zwischenstopp auf dem Hinweg zum eigentlichen Ziel der Reise sein. Hier in den Pyrenäen, ich hoffe, das Wetter wird dort ähnlich wie jetzt, weil wir wollen ja den ACT fahren, also Adventure Country Tracks Pyrenäen. Und dann danach haben wir noch ganz viel TED-Routen vor uns. Also wir haben ganz viel Material auf dem Navi. Am Ende wird alles doch ganz anders kommen. Aber das erfahren wir erst später. Das Thema ist auf jeden Fall, möglichst viel Offroad zu fahren. Herr Julian, schleichen Sie sich bitte nicht so am Video vorbei. Wie bitte? Ganz viel Offroad fahren wollen wir. Und was wollen wir noch? Zelten. Offroad fahren. Ja, du musst ja zwischendurch aber auch mal schlafen. Offroad. Er will einfach immer nur Offroad fahren. Ich will halt auch schlafen. Die Adventure Country Tracks sind Reiserouten mit hohem Offroad-Anteil, die Abenteuerbegeisterten wie uns die Möglichkeit bieten, die Natur Europas mit dem Motorrad zu erkunden.
Auf adventurecountrytracks.com bin ich also per Mausklick Bronzemitglied des Vereins ACT geworden. Mit läppschen 99 Cent pro Monat sind dadurch alle Tracks ganz einfach downloadbar. Ab aufs Navi damit und los geht der Spaß. Sonstige Vorbereitungen? Ein optimierter Motorschutz für Julians Tenere. Hier gerade vor Reisebeginn noch rechtzeitig angekommen, wird der hier jetzt noch montiert. Den Aluminium-Motorschutz gibt es gerade bei Touratech für 180 € im Angebot, inklusive des gesamten Montagematerials. Wie man sehen kann, lässt der Originale hier noch sehr viele Stellen offen und ist zudem ziemlich dünn. So, das gute Stück ist montiert, geht sehr schnell und unkompliziert. Passt übrigens auch in Kombination mit dem Hauptständer sehr gut. Wie man sieht, hat der hier unten in dem Bereich so Gleitschienen, was dafür sorgt, dass, wenn man mal aufsetzt, ja, das Fahrzeug viel einfacher über das Hindernis drüber gleiten kann und nicht stecken bleibt. Und Julian hat sich übrigens jetzt hier das Gepäcksystem von Krieger hinten drauf gemacht. Ich fahre mit meinen Softbags, die ich immer dabei habe. Ich habe allerdings jetzt die obere getauscht gegen eine etwas kleinere. Die Stiefel sind auch neu, sind jetzt auch das allererste Mal dabei. Das sind die Destino Ultimate GTX, über die ich mich noch sehr freuen werde auf dieser Reise, da sie mir selbst in den prekärsten Lagen gute Dienste leisten. Oh, Caro. Oh, scheiße, okay. Scheiße. Das Dampf, was mache ich denn? Fuck. Caro, why do you do that? Amazing, yeah. Und auch meine Handschuhe sind richtig geil warm und wasserdicht. Habe ich ja schon beim Africa Twin X-Ride festgestellt. Die sind super schön wasserdicht. Und jetzt, wie gesagt, bei dem Wetter hier auch richtig warm, schon fast zu warm. Das sind die Gardo Ultimate GTX. Kann ich euch sehr empfehlen. Dank geht raus an Touratech, dass sie gesorgt haben dafür, dass ich jetzt so gut ausgestattet unterwegs sein kann. Und in diesem Sinne würde ich sagen, das ist hier gerade der erste Stopp. Weiter geht's. Wir haben so ein Glück mit dem Wetter. Ey, letzte Woche auf dem X-Ride hat es noch so geregnet, geschneit sogar in Deutschland. Und jetzt sind hier irgendwie gefühlt, weiß ich nicht, 30 Grad oder so. Wir haben gerade schon die erste Lage Klamotten ausgezogen. Geil, ey. Es ist deutlich wärmer als erwartet. Ich habe ehrlich gesagt mit ein bisschen Regen gerechnet sogar. Kleiner Spoiler, von Regen werden wir die nächsten Tage noch mehr bekommen, als uns lieb ist. Was sagst du zur neuen Kombi? Ja, wie gesagt, es ist deutlich wärmer als erwartet und die Kombi ist ein bisschen, für meinen Geschmack sogar ein bisschen zu warm. Du hast aber alles ja, auf, was geht. Alles schon auf, was geht. Ich bin trotzdem am Schwitzen. Hier ist ein Lüftungsschacht, da ist ein Lüftungsschacht. Und den hier, ne? Den kann man auch. Komplett den großen, das ist schon ganz cool. Und weil immer wieder Leute fragen, Caro, wie hast du das mit der Trinkblase gemacht? Ich zeige euch das mal. Denn die passt auch in den neuen Motorradanzug Rambler richtig gut rein. Moment. Wir haben hier im Rückenbereich unten diese Tasche. Da passt die komplette Blase einmal rein und den Schlauch führe ich dann hinten über diese Öse des, es ist eigentlich so ein Anglerrucksack, wo dann auch vorne nochmal eine Öse ist, durch die ich dann richtig schön diesen Schlauch und das Trinkstück führen kann, sodass ich die immer sicher quasi da habe, wo ich sie brauche. Das kann ich mir zwischendurch ziehen und trinken während der Fahrt. Mega praktisch, ich finde es richtig gut. Ich liebe das Wasser am Mann zu haben und diesmal ist es auch gereinigt. Vorher mit Chlor, anschließend mit Silber. Ich lerne ja aus meinen Fehlern, ne? Materialtechnisch sind wir also bestens für diese Reise ausgestattet. Für uns ist es das zweite Mal überhaupt, dass wir gemeinsam auf eine Motorradreise gehen. Als ich vor 5 Jahren mit dem Motorradfahren anfing, hatte ich gerade eine Trennung hinter mir. Mein damaliger Partner stellte mich vor die Wahl, entweder das Motorrad oder die Beziehung. Wie das ausging, könnt ihr euch ja denken. Von da an war ich erstmal eine lange Zeit Single und habe es sehr genossen, solo mit dem Motorrad zu reisen. Alleine unterwegs zu sein, schenkte mir die Freiheit, voll und ganz meiner inneren Stimme zu folgen.
Freiheit ist mir echt wichtig. Ich hatte eine schwere Vergangenheit und irgendwie das Wort Freiheit bedeutet für mich auch immer, mich davon frei zu machen. Motorradfahren hat mir einfach die Kraft gegeben, mein Leben zu verändern. Also ich habe halt eine Vision bekommen und ein Ziel und dadurch entstand einfach ganz viel Kraft und Mut auch. Ich habe kurz nachdem ich den Motorradführerschein gemacht habe und entschlossen habe, das einfach noch mehr leben zu wollen, eine Traumatherapie gemacht, weil ich dadurch einfach mit meiner Vergangenheit besser umgehen konnte und irgendwo auch ein Stück weit abgeschlossen habe. Und so war ich dann einfach auch bereit, ein neues Leben zu beginnen. Wobei ich sagen würde, dass Vergangenheit immer ein Teil von einem bleibt. Also ganz vergessen kann man sowas nicht, aber man kann zumindest lernen, besser damit umzugehen. Und das habe ich gemacht. Ich habe auch meinen Beruf gewechselt, weil ich nicht mehr als Erzieherin arbeiten konnte. Ich habe halt einfach von Anfang an früh gelernt, so anderen Menschen zu helfen, für andere da zu sein. Und dabei ist mir irgendwie so das Gefühl für mich selbst verloren gegangen. Und ich habe mich beim Motorradfahren irgendwie wiedergefunden. So, da habe ich einen ganz großen Teil von mir entdeckt, der mich erfüllt und der mir gut tut. Und ich habe dann wirklich alles daran gesetzt, das Motorradfahren mehr machen zu können. Also ich habe es halt zu meinem Beruf gemacht, unter anderem. Das hat mir wahnsinnig gut getan in meiner Persönlichkeit, im Heilen von meiner Vergangenheit. Ja, so waren die 5 Jahre, die ich solo war und mit dem Motorrad gereist bin, für mich eine ganz, ganz wichtige Zeit. Ich glaube, für alles, was noch kommt in meinem Leben und auch als Grundlage, um einfach wieder offen zu sein für eine neue Partnerschaft und für ein anderes Leben, in dem es mir gut geht, in dem ich gesund bin und ja. Als ich nach 4 Monaten Motorradreise durch den Balkan zurückkehrte, lernte ich Julian im Fitnessstudio kennen. Seit knapp über einem Jahr sind wir nun ein Paar. Und wir lieben nicht nur uns, sondern auch das Motorradabenteuer und Outdoor-Leben. In der Nähe von Prüm sind wir wieder hier. Durch Prüm sind wir bereits gefahren bei unserer ersten gemeinsamen Motorradreise in die Alpen. Mit meinem Freund unterwegs zu sein, erfuhr ich da zum ersten Mal. Und es war bereichernd. Die Begeisterung für das Reisen zu teilen, dabei viel miteinander zu lachen und sich auszutauschen, machte es bunter als alleine und auf eine Art auch einfacher, nicht ständig für alles selbst zu sorgen, sondern auch abgeben zu können. In Ruhe einzukaufen, während der andere auf die Motorräder aufpasst. Andererseits bedeutete es zwar auch, nicht mehr nur auf sich selbst zu hören, sondern auch auf das, was der andere möchte. Doch da haben wir meist einen guten Weg gefunden, dass wir beide zufrieden waren. Und so haben wir uns entschieden, erneut zusammen mit den Motorrädern ins Ausland zu fahren und noch eine Schippe draufzulegen, indem wir diesmal auch Offroad fahren. Noch sind wir jedoch ganz am Anfang unseres großen Abenteuers durch Spanien und, was wir jetzt noch nicht wissen, auch durch Portugal. Ey, so schön hier, gerade in Luxemburg reingefahren und die Strecke davor auch an der Mosel entlang. Ey, das ist so eine schöne Motorradgegend. Das war Schengen in Luxemburg. Man muss gar nicht weit fahren, um schöne Orte zu sehen. Die gibt es bei uns in Deutschland quasi vor der Haustür. Boah, mir ist gerade eine Fliege ins Auge geflogen, Leute. Richtig fett. Uiuiui.
Queenie ist auch gar nicht mehr weiß. Die ist auch ganz bunt jetzt. Mit ganz vielen bunten Überresten von Insekten. Hier haben wir noch einen Ketchupkäfer. Lecker! Oh, wir fahren jetzt hier gerade echt im totalen Dunkeln und es sind hier überall auch so ganz kleine, richtig schöne Straßen. Also ich glaube, am Tage kann man hier total toll fahren. Jetzt im Dunkeln fahren ist es natürlich echt gefährlich, weil hier überall Rehe sein können. Ja, jetzt ist hier vorsichtig fahren angesagt, aber wir sind auch gleich da, noch eine Viertelstunde. Gerade noch mal kurz Mautstraße gefahren, aber es war wirklich ein sehr schöner erster Fahrtag. Hätte ich so nicht gedacht, weil einfach normalerweise 600 Kilometer am Tag fahren ist eigentlich immer nur ätzend, weil man einfach nur Strecke machen muss. Aber heute, das war wirklich gesegnet von Sonnenschein und trotzdem sehr vielen schönen grünen Straßen. Es ist wirklich dunkel hier. In der Nähe haben sie entschlossen, abends die Laternen auszumachen und man sieht eigentlich fast gar nichts mehr. Hat der jetzt Vorfahrt? Ja, hier links, okay. Julian, was sagst du zum Fahrtag heute? War richtig geil. Ich glaube, ich bin noch nie so geil hier nach Frankreich reingefahren. Gerade das da an der Mosel lang. Ja, das war echt schön, ne? Wenig Autobahn. Ja, und dieses Wetter, das war, glaube ich, der schönste wettermäßige Tag seit sehr, sehr langer Zeit. Also ja, vor allen Dingen völlig unerwartet, ne? Ich habe echt heute mit Regen gerechnet. Ja, der Wettergott war heute ganz auf unserer Seite. Zum Glück wissen wir das hier schon zu schätzen und erreichen das Tagesziel Darney im Dunkeln, aber wohlbehalten. So, Freunde, 10 Uhr abends und wir fahren in die Garage. Das ist Herr Sumsemann von Peterchens Mondfahrt. Kennt ihr diesen Film? Na, Herr Sumsemann, wo geht die Fahrt heute hin? Ja, nirgendwo hin, du dumme Kuh. Das siehst doch, dass ich hier nicht wegkomme. Herr Sumsemann kommt mit meinem Visier nicht klar. Das ist einfach zu glatt geputzt. Er steckt fest. Die Rettung des Maikäfers. Der Mann und sein Maikäfer. Geil. Geil. Tschüss. Es gibt hier heute Hähnchen, die sind freilaufend. Das sind die ältesten Öfen Frankreichs. Echt? Das heißt, wie alt ist der? Der ist neu, aber der wird seit 1860 gebaut oder so. Seit 1860. Godin ist weltberühmt. Das Schlusswort und Resümee des Tages ist: lange gesessen und leicht einsitzen. In diesem Zustand verabschieden wir uns jetzt hier aus den Schlafsackfedern in Darney. Mägen sind voll, die Alkoholgefäße leider auch. Die Alkoholgefäße sind geweitet und prall gefüllt mit guten Säften. Jetzt wird's aber komisch. Okay, gute Nacht.